herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Ich glaube, das ist bestimmt das Video, was ihr euch am meisten gewünscht habt. Und zwar verrate ich hier euch endlich mal das Geheimnis meiner Locken. Wie ihr seht, habe ich Naturlocken. Ich bin damit manchmal ziemlich unzufrieden, weil das, wie ihr jetzt seht, etwas grausig aussieht. Und ich mag es viel lieber, wenn die Locken schön definiert sind. Und da zeige ich euch heute, wie das geht. Ihr braucht auch keine Locken zu haben wie ich. Es geht wunderbar auch mit glatten Haar. Da habt ihr euch sogar den einen Schritt erspart, und zwar das Glätteisen. Was ganz wichtig ist am Anfang, das kann ich nur betonen, dass ihr einen Glätteschutz verwendet. Ich habe den hier vom Friseur bekommen, der ist von Biostetics. Ich habe früher keinen Glätteschutz benutzt und da sind meine Haare teilweise echt abgebrochen. Also das Glätteisen und der Lockenstab haben ja eine sehr große Hitze. Und deswegen müsst ihr dringend so ein Produkt benutzen. Da gibt es natürlich viele auf dem Markt, das muss nicht das sein, aber es ist schon wichtig, dass ihr so einen Glätteschutz benutzt. Ich habe hier dieses Spray und das hat den Vorteil, das kann man einfach schön im Haar verteilen, vor allem auch in den Spitzen ist ganz wichtig. Genau, und so ein bisschen einmassieren, hinten auch und ja. So wie jetzt, und dann sind eure Haare auf jeden Fall geschützt. Was ich als erstes mache, da ich ja diese Locken habe und wenn ich jetzt einen Lockenstab benutze, wird das nicht schön definiert aussehen, dass ich erstmal Glätteisen benutze. Ich habe hier dieses von Remington, damit bin ich sehr, sehr zufrieden, das habe ich schon seit vielen Jahren und es ist auch laminiert, das heißt, es hat einen gewissen Schutz, auch was sehr, sehr wichtig ist. Ich mache das an, einfach so. So, und dann, wie ihr seht, kann man hier verschiedene Hitzestufen einstellen. Es geht bis zu 200 Grad, aber das würde ich auf keinen Fall machen. Ich benutze immer 160 Grad und das würde ich auch als Maximum machen. Das muss ich dann so ein bisschen aufheizen. Was ihr in der Zwischenzeit machen könnt, dass ihr eure Haare einfach in zwei Hälften unterteilt. Manche Leute mögen lieber einen Mittelscheitel, manche einen Seitenscheitel. Ich mache das immer unterschiedlich. Also heute mache ich einfach mal die normale Variante mit einem Mittelscheitel. So, und dann guckt ihr einfach, teilt ihr eure Haare in so zwei Partien auf. Genau, und dann macht ihr das einfach pro Seite. So, also der Lockenstab heizt sich relativ schnell auf. So, dann könnt ihr auch vorher, wenn ihr wollt, die Haare noch mal ein bisschen durchkämmen. Dann sieht man schon, da sind meine Haare nicht mehr ganz so grausig wie vorher. Aber einfach auch so wirklich nicht schön. Also das gefällt mir einfach so nicht. Deswegen müssen die Haare erstmal glatt gemacht werden. Wie gesagt, dieser Schritt könnt ihr euch natürlich ersparen, wenn ihr schon glatte Haare habt. Das ist dann der Vorteil. So, jetzt ist das Glätteisen auch aufgeheizt. So, dann mache ich es einfach so, nehme ich eine relativ kleine Strähne und gehe vom Ansatz aus in die Spitzen mit diesem Glätteisen. So. Und das ist für mich immer wie so ein Wundereisen. Ich gehe da so 2 bis 3 Mal durch. Das ist besser, als wenn ihr es lange auf dem Haar hält. Genau, und das mache ich dann immer pro Strähne. Also wichtig ist, wie gesagt, auch vom Ansatz anders zu machen. Sonst habt ihr oben so kleine Wellen. Das sieht dann ein bisschen lustig aus. Wie gesagt, immer schön vom Ansatz an, sodass ihr da keine Hübbelchen drin habt. So, das reicht eigentlich schon. Jetzt kämme ich das nochmal in Ruhe durch. So, ist jetzt nicht perfekt, aber dadurch, dass wir ja heute keine Glatthaare machen, sondern dass später schöne Locken werden, reicht das vollkommen aus. Wie gesagt, manchmal mache ich auch einfach mir glatte Haare. Gerade wenn ich weggehe, dann finde ich das manchmal so ganz schön. Gerade zu sehr auffälligen Kleidern. So.
Jetzt mache ich den Lockenstab mal an. Ich verwende einen Lockenstab von Braun. Da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Der ist nämlich genauso wie das Glätteisen, hat der so einen Schutz. Und den mache ich jetzt auch an. Der ist nicht so stark, da mache ich den auf der höchsten Stufe. Der wärmt jetzt auf, das seht ihr, wenn das noch blinkt, wärmt er noch auf. Ich schreibe auch natürlich nochmal dazu, welche Produkte ich verwende, dass ihr das auch genau wisst. So, und hierbei ist es auch wichtig, dass ihr die Haare wieder in 2 Teile unterteilt. Das mache ich genau die gleiche Aufteilung wie eben. Dadurch wisst ihr nämlich, welche Haare ihr schon verwendet habt und welche nicht. So, mit denen machen wir erstmal nichts. Da könnt ihr ein Haargummi reinmachen oder es einfach zur Seite legen, je nachdem, wie ihr das wollt. So, und jetzt ist so ein bisschen tricky. Also jeder hatte so seinen eigenen Plan oder sein eigenes Ding, wie er die Lock macht. Aber mir gefällt es am besten, wenn sie nicht super krass gelockt werden und so ein bisschen aussehen wie so von Hollywood-Dielen. So. Also dieser Stil gefällt mir am besten. Das heißt, so ein bisschen größere Locken. Ich beginne meistens hier und nehme eine relativ kleine Strähne. Wenn ich wenig Zeit habe, dann sind das auch häufig größere, das geht genauso. Aber sieht natürlich noch schöner aus, wenn man ein bisschen kleinere Strähnen verwendet. Also ich fange von hier an, es ist ja noch schön glatt, sonst würde ich nochmal mit einem Glätteisen drüber gehen, aber das passt alles soweit. Dann verwende ich hier diesen Lockenstab, es hat auch so ein Ding, aber das bin ich meistens zu faul dazu, das zu benutzen. Und ich beginne einfach von hier oben und gehe so. Also ich halte den Lockenstab so und verwende diese Strähne, wie gesagt, nicht von ganz oben und versuche es hier ein bisschen so einzulocken. So, dann warte ich meistens so ungefähr 5 Sekunden. Und dann passt das eigentlich schon. Da seht ihr, das wären wirklich richtig schöne Locken. So, das gleiche mache ich dann mit den anderen Strähnen. Also ich versuche die relativ gleich groß zu machen. Also nicht zu groß, dass man halt einfach so schöne Locken hat. Wie gesagt, dadurch, dass das Haar voll geklettet wurde, werden die auch richtig schön definiert. Ansonsten wären die einfach so ein bisschen krausig wie mein Haar vorher. So, dann mache ich wieder das gleiche. Also ich halte das so hoch und fange nicht direkt vom Ansatz aus an und drehe die halt so ein. Dann warte ich wieder so ungefähr 5 Sekunden, kann man sagen. Und dann lasse ich es fallen. Und wie ihr seht, die werden wirklich richtig schön definiert und so, wie ich das gern hätte. So, wie ihr seht, ist jetzt eine Seite fertig und es sieht schon wirklich richtig schön aus. Und dann machen wir genau das gleiche jetzt mit der anderen Seite. Also ich zeige euch nochmal am Anfang am besten noch einmal kurz durchkämmen. Wir brauchen eigentlich nicht mehr mit dem Glätteisen drüber gehen, denn die Haare sind noch richtig schön glatt. Dann nehmt ihr wieder vom Ansatz an so eine relativ kleine Strähne. Und diesmal geht es in die andere Richtung. Also wir wollen, dass die Locken schön aus dem Gesicht sind und deswegen drehen wir es diesmal so ein. Genau, wieder nicht ganz von oben anfangen, sondern so ein bisschen weiter unten. Dann sind die Locken ein bisschen größer und es sieht einfach schön aus. Ich warte wieder so ungefähr 5 Sekunden und dann mache ich das gleiche mit der nächsten Strähne. Ihr seht, sind die richtig schön und die halten auch so, das ist das Tolle.
So, das gleiche jetzt mit der zweiten Strähne. Die werden am Ende ein bisschen länger, also das ist jetzt noch, aber wir kennen die später aus, dann werden die einfach schön und voluminös. Also ihr könnt wie gesagt auch größere Strähnen nehmen, aber ich finde, dass mit kleinen sieht das noch schön aus. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, dann ist das natürlich praktisch auch ein bisschen größere Strähnen zu werden. So ihr Lieben, und so sieht das dann aus, wenn beide Seiten gemacht sind. Also wie ihr seht, sind es wirklich ganz schöne, voluminöse und definierte Locken. Und das wäre nicht so gewesen, wenn ich direkt den Lockenstab benutzt hätte. Also daher macht es schon Sinn, vorher, gerade wenn man Locken hat wie ich, das vorher nochmal zu glätten. Und was ihr am Ende dann auch machen könnt, weil die Spitzen ja relativ dünn sind, dass ihr einfach nochmal mit der Bürste durchgeht. Das mache ich dann auch. Dann werden die nämlich nochmal ein bisschen voluminöser. Der anderen Seite auch. Und das Tolle ist, also ich mache dann die Haarspray oder irgendwas rein. Die halten so nämlich so schön und so sehen sie auch am natürlichsten aus. Am besten nochmal über den Kopf machen kurz. So. Und da habt ihr eure schönen Locken. So, und jetzt kann ich abschließend auch wieder sagen, dass mir es unheimlich viel Spaß gemacht mit euch und ich bin ganz gespannt, welche Videos noch zusammen mit euch entstehen. Und ich sehe YouTube auf jeden Fall auch so, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ich mache das, was ihr gerne sehen würdet und freue mich auf eure Ideen und Anregungen. Bis ganz bald. Tschüss!